Die kanarische Gastronomie ist für ihre Küche bekannt. Eines der bekanntesten Rezepte ist Rancho Canario, die kanarische Ranch übersetzt. Das ist ein Eintopf, den mache ich heute im Dutch Oven und ich zeige euch, wie das Ganze geht. Die Zutaten habe ich schon vorbereitet, aber lasst uns mal an den Tisch gehen. Ihr werdet gleich sehen, es wird ein deftiger Eintopf. Also was Schönes für diese Jahreszeit ist nämlich heute richtig kalt. Heute soll es sogar noch Schnee geben. Ich hoffe, bis dahin bin ich durch. Also, kommen wir zu den Zutaten. Wir haben hier einmal Chorizo, die habe ich schon in Scheibchen geschnitten. Dann haben wir dicke Rippe, die habe ich schon in kleine Stücke geschnitten. Die Knochen tue ich trotzdem rein, da ist nochmal ordentlich Geschmack drin. Kann ich später rausnehmen. Müsst ihr aber nicht mehr. Ihr könnt auch Koteletts nehmen. Es gibt sogar Rezepte, wo noch Rindfleisch dabei ist. Da gibt es ganz viele Abwandlungen. Genauso haben wir Kichererbsen. Heute aus der Dose. Ich wollte eigentlich getrocknete nehmen und einlegen gestern Abend. Aber es war gar keine mehr da. Normalerweise haben wir immer genug da, aber gestern waren keine mehr da. Nehmt aus der Dose. Der Unterschied ist, wenn ihr es aus der Dose nehmt, gebt ihr sie zum Schluss hinzu. Wenn ihr getrocknete nehmt, müsst ihr sie über Nacht einweichen lassen und dann am Anfang mit reingeben, damit sie auch nicht durchgekocht werden, damit sie weich werden. So wie die jetzt schon sind. So, dann haben wir hier Tomaten, die haben wir ein bisschen fein geschnitten. Kartoffeln, die kommen auch erst später rein, die haben wir auch so mundgerecht geschnitten. Zwiebeln, die haben wir gewürfelt. Ah ja, Nudeln kommen noch rein, da müssen wir gucken, ob das wirklich so viel wird. Ich habe den 9er Dutch Ofen, gucken, wie viel da reinpasst nachher. Irgendwann müssen wir doch mal langsam einen 12er holen. Dann haben wir als Gewürze Kreuzkümmel, das habe ich ein bisschen angestoßen. Safran, davon kommt auch so ein bisschen rein. Knoblauch, der ist in Scheiben geschnitten. Entweder nimmt ihr edelsüßes Paprika, ich habe geräuchertes Paprika genommen. Und dann haben wir Salz und Pfeffer. Und das war's. Mehr brauchen wir dafür gar nicht. Gut, ca. 8 Liter Wasser kommt noch dazu. Die habe ich drin, dann nehme ich warmes Wasser für. Die gehe ich dann einfach zu, damit das Erhitzen nachher nicht so lange braucht. Wenn ich jetzt kaltes Wasser nehme oder ich das hier mit rausnehmen würde, wäre das kalt und dann dauert das nachher ewig. So, und das heißt, das sind die Zutaten, sind alle vorbereitet. Es geht an den Dutch Oven. So, zunächst werden wir 30 Sekunden lang Kreuzkümmel ein bisschen anbraten, damit so ein bisschen Röstaromen dran sind und dann schmeckt es nachher nicht so komisch. Also Kreuzkümmel immer ein bisschen anbraten, dann schmeckt er nicht so intensiv. Wenn er anfängt so ein bisschen zu springen, dann reicht das schon. Wie gesagt, nur 30 Sekunden, viel mehr müsst ihr nicht. Er wird jetzt auch zusammen mit den Zwiebeln noch ein bisschen angebraten. Die jetzt übrigens hinzukommen. Die Zwiebeln braten wir glasig an. Sobald die Zwiebeln glasig sind, kommt als erstes das Fleisch hinzu. Wie gesagt, ruhig mit den Knochen. Das braten wir so ein bisschen an. Das soll so ein bisschen von allen Seiten ein bisschen weiß werden. Da ist auch noch recht viel Fett dran. Ich habe gar nicht so viel Fett weggeschnitten. So in einer dicken Rippe ist ja immer ein bisschen mehr Fett dran. So, wenn das Fleisch überall so ein bisschen weiß ist, ist es Zeit, die Chorizo hinzuzugeben. Die Chorizo ist ja eine Paprikawurst und gibt natürlich noch ein bisschen Farbe an den Eintopf ab. Wenn das so ein bisschen alles angebraten ist, ist es Zeit, die Gewürze hinzuzugeben. Also das Paprikapulver, der geschnittene Knoblauch. So, und jetzt gibt da schon mal so ein bisschen Salz und Pfeffer hinzu. Das ist so ein halber Teelöffel ungefähr jeweils. Und abschmecken tut er dann später. Jetzt so ein paar Fäden vom Safran, gar nicht so viele. So was zwischen 2 Finger passt. Und dann wird das Ganze schon abgelöscht. Jetzt kommen die Tomaten hinzu und durch die Flüssigkeit wird es natürlich nicht mehr weiter angebraten. Das sieht doch schon mal lecker aus langsam. An der Stelle würdet ihr jetzt die getrockneten Kichererbsen hinzugeben, wenn ihr getrocknete verwendet, die ihr über Nacht einweichen lassen habt. Da ich welche aus der Dose nehme, kommen die zum Schluss erst rein. Übrigens, wer jetzt sagt, Moment mal, ich kenne Rancho Canario, ich esse das immer auf Gran Canaria und da sind Bohnen drin, das ist richtig. Wir machen heute das Grundrezept. Auf Gran Canaria nimmt man tatsächlich anstatt Kichererbsen Bohnen. Die Kanaren erstrecken sich über mehrere Inseln und jede Insel hat dann so ein bisschen eine Abwandlung. Wie gesagt, es gibt welche mit Rindfleisch, es gibt welche, wo gar keine Kartoffeln drin sind oder keine Nudeln drin sind. Da gibt es verschiedene Rezepte. Wir zeigen euch heute das Grundrezept und wie ihr es abwandelt, das ist euch überlassen.
So, jetzt nur noch Wasser hinzugeben. Macht den Topf nicht ganz voll. Es kommen ja noch genug Zutaten rein. Falls es zu wenig ist, gebt aber nachher ein bisschen nach. Es köchelt ja dann noch mit den Kartoffeln und so weiter. Aber im Moment reicht das. So lasse ich es jetzt erstmal köcheln. Mache einen Deckel zu, damit es schön schmoren kann. Und dann sehen wir uns in 80 Minuten wieder, wenn die nächsten Zutaten hinzukommen. Bis dann. So, 80 Minuten sind um. Wir schauen mal rein, wie es aussieht. Duften tut es hervorragend. Man riecht den Safran. Die ist jetzt noch recht dünn, aber durch die Kartoffeln kommt nochmal Stärke hinzu und durch die Nudeln kommt Stärke hinzu. Dann wird sie dickflüssiger. Und genau das machen wir jetzt. Wir geben die Kartoffeln hinzu. Und dann wieder Deckel drauf und 40 Minuten nochmal köcheln lassen. So, weitere 40 Minuten sind vergangen. Ich gucke mal rein. Ja, es brödelt schön für sich hin. Sie ist ein bisschen dickflüssiger geworden, aber immer noch nicht so sehr. Aber jetzt kommen die Nudeln hinzu und die geben nochmal ordentlich Stärke hinzu. Ich nehme den Knochen mal raus, den brauche ich jetzt nicht mehr. Dann geben wir mal die Nudeln hinzu. Die Kichererbsen können wir jetzt auch hinzugeben. Und dann, in 11 Minuten ist das Essen fertig. So, das Essen ist fertig, wir schauen mal rein. Ja, es dampft und es duftet. Ich freue mich drauf. So, dann wollen wir mal einen Teller Rancho Canario probieren. Das heißt, ich will so ein bisschen Nudeln haben, ich will Wurst haben, ich will Kartoffeln haben. Ich hätte gerne ein Stückchen Fleisch dabei. Und jetzt werde ich es mal probieren. Ich habe noch Salz und Pfeffer dabei, falls es noch nicht genug gewürzt ist. Ich habe mir ein bisschen Brot dazu gemacht. So gerade beim Eintopf habe ich das ganz gerne ein bisschen was zum Dippen. Das schmeckt gut. Mal gucken, wie es mit Würstchen schmeckt. Ja. Das Fleisch, ob es gut ist. Schön zart. Ist auch lange genug geschmort worden. Gucken, ob die Kartoffeln durch sind. Total weich. Ich habe vorwiegend Festkochende genommen. Genau richtig geworden. Zerfallen nicht, also man hat kein Püree, aber sind schön weich. Genau das Richtige für diese Jahreszeit. Was Warmes, was Deftiges. Herrlich. Und wenn euch solche Eintöpfe gefallen, haben wir hier oben unsere Pozole, mexikanisch. Hier oben könnt ihr ein Abo abschließen, da unten die Glocke aktivieren. Ihr habt alle unsere Rezepte im Blog. Hier habt ihr ein weiteres Video. Und somit bin ich raus. Ihr wart bei Daughter and Dad's Sizzle Zone.